So, die Idee steht fest, es geht weiter mit dem Skript und bevor ich weitermache, ich möchte mich bei euch bedanken und zwar für den ganzen Support. Das letzte Video ist wirklich voll gut bei euch angekommen, damit habe ich gar nicht gerechnet, war total unerwartet, dass das Ganze passiert. Deshalb ein großes Dankeschön und übrigens viele Grüße an die Geschwister Matt und Dennis, hier habt ihr eure Begrüßung und ohne viel zu reden, ich will direkt loslegen. Leute, ich dachte mir so, wenn ich einmal die Idee habe, wird der Rest ganz easy sein. Es gibt im Türkischen so einen Spruch und zwar Çorap söküğü gibi gelir. Auf Deutsch, okay, bei Sprichwörtern ist es immer komisch, wenn man es übersetzt, aber stellt euch vor, bei eurer Socke hängt so ein Faden und ihr zieht an diesem Faden. Und ihr zieht und zieht und zieht und es hört nicht auf. Was meine ich damit oder warum jetzt dieser Vergleich oder dieser Sprichwort? Und zwar dachte ich, wenn ich einmal die Idee habe, wird der Rest ganz easy hintereinander kommen. Also ich werde dann ganz schnell ein Skript schreiben, Personen finden, die im Film spielen werden, Orte finden, wo ich drehen könnte. Erster Drehtag, zweiter Drehtag, ich fange an, die ganzen Sachen zu filmen, die ganzen Sachen zu bearbeiten, zu schneiden und fertig ist der Film. Und was ist passiert? Gar nichts ist passiert, denn es hat einfach nicht geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich möchte einfach in diesem Video mal kurz euch erklären, was so in den letzten Tagen und Wochen eigentlich so passiert ist. So ein kurzes Update einfach nur. Und zwar, Leute, nachdem ich die Idee hatte, ich habe dann mal gegoogelt, wie schreibt man eigentlich so ein Skript. Ich wollte mich so ein bisschen inspirieren lassen und da habe ich so zwei Sachen gefunden, die ich dann auch selber übernommen habe und auch quasi versucht habe, ja, umzusetzen. Die erste Sache war, da stand, man soll einfach mal skizzieren. Einfach Skizzen machen, denn man hat eine Idee im Kopf, man hat also so ein gewisses Bild im Kopf und all die ganzen Bilder, die man im Kopf hat, einfach mal skizzieren. Ich habe das gemacht und ich will das mal jetzt irgendwie hier einblenden. Ich blende es einfach mal ein, zeige mal euch ein paar Skizzen und die andere Sache, die da stand, man soll einfach die ganzen Szenen, die man im Kopf hat, notieren. Ich sage mal so, man benutzt eine Karteikarte und pro Szene eine Karteikarte. Das heißt, man hat da irgendwie unterschiedliche Karteikarten und schreibt einfach alle Szenen, die man im Kopf hat, auf diese Karteikarten und dabei spielt die Reihenfolge keine Rolle. Also kann zum Beispiel sein, da steht bei einer Stelle, eine Person läuft auf der Straße und fällt um. Eine andere Sache, da steht dann auf der Karteikarte, die Person wacht morgens auf und dann noch irgendwas, da steht, die Person geht aus dem Haus raus. So, und dann hat man halt diese verschiedenen Karteikarten und ganz am Ende, nachdem man alle Ideen notiert hat, alle Skizzen, eher gesagt alle Notizen fertig hat, hat man dann die Möglichkeit mit der Reihenfolge zu spielen. Man kann dann eben die ganze Reihenfolge ändern und man hat die Möglichkeit, zwischen den Szenen noch Sachen hinzuzufügen. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, ich mache das einfach auch mal und habe dann einfach angefangen, die ganzen Sachen zu skizzieren, zu notieren und hatte dann grob meine ganzen Sachen, ja, notiert. Und dann bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe dann einfach angefangen, die ganzen Sachen wirklich ordnungsgemäß mir mal aufzuschreiben. Also, ich habe einfach mal mit meinem Handy eine neue Datei aufgemacht und dort dann nach der Reihenfolge alles abgetippt. Alles, was mir eingefallen ist, aber wirklich bis ins letzte Detail. Ich habe da sogar geschrieben, welche Kameraperspektive ich in welcher Szene benutzen möchte, wie die Person eigentlich gefilmt werden soll. Frontal oder von der Seite, soll man sie vom Nahen sehen oder eher von der Totalen. Alles Mögliche habe ich versucht dort zu notieren und war dann, also das hat auf jeden Fall eine Menge Zeit in Anspruch genommen. Und da sind dann die ersten Probleme aufgetreten. Ich meinte ja am Anfang, so Çorap söküğü gibi gelir. Also da habe ich dann eben gemerkt, okay, zum einen, die Idee war nicht vollständig. Ich hatte zwar eine Idee, aber die ging nur bis zu einer gewissen Stelle und ab dieser Stelle wusste ich dann nicht mehr so genau weiter. Da musste ich mir auf jeden Fall noch Gedanken machen. Eine andere Sache, die ganzen Details. Ich wollte ja, ihr wisst ja, Alltagssituationen darstellen und zeigen, dass die Person ausgegrenzt wird. Das habe ich ja im letzten Video erwähnt. Das Ding ist aber, ich kann nicht einfach mal eine Szene zeigen, die Person wird ausgegrenzt, läuft ein, zwei Schritte, wird direkt wieder ausgegrenzt. Also da muss irgendwie Zeit vergehen. Also diese Zwischenszenen habe ich mir gar nicht so, darüber habe ich mir gar nicht Gedanken gemacht. Und eine weitere Szene oder Sache, zwischen den Tagen. Mein Film soll nicht an einem Tag einfach so, wie soll ich sagen, morgens wacht die auf, abends geht die ins Bett wieder und in dem gesamten Tag passieren welche Sachen. So habe ich es mir nicht vorgestellt und zwar, und das kann ich jetzt auch sagen, mein Film soll über 4 Tage gehen. Und da musste ich mir also auch noch Gedanken machen, wie sollen eigentlich die Übergänge sein? Wie vergeht ein Tag, wie endet dieser Tag und wie beginnt der nächste Tag? Also es kamen wirklich viele Sachen dann noch mit ins Spiel, die ich beachten musste, weshalb ich eben dann bemerkt habe, es ist doch nicht so einfach.
so ein Skript zu schreiben. Aber nach einer langen Zeit habe ich es dann endlich auch geschafft, das Ganze fertig zu machen und hatte dann quasi meine grobe Skizze und musste dann anfangen, diese Skizze, was ich halt abgetippt hatte, einmal komplett noch umzuschreiben. Das ist bei mir auch so, ich will immer, dass alles perfekt, ordentlich, sauber irgendwo steht und deshalb habe ich dann angefangen, meine ganzen Ideen jetzt nochmal ordentlich abzuschreiben, eher gesagt nochmal neu abzutippen. Und das war so eine Sache, die hat etwas Zeit gekostet, weil ich musste einfach alles nochmal von vorne schreiben. Also nicht von vorne, aber nochmal neu und ordentlich formatieren. Und da ging dann langsam die Motivation weg, weil ich wollte eigentlich jetzt einfach anfangen zu drehen. Aber ich musste dann einfach durch, weil ich will es noch den anderen Leuten schicken, den Schauspielern schicken, die sollen es auch irgendwie verstehen. Deshalb habe ich dann einfach angefangen, alles abzutippen. Und nachdem ich dann alles auch abgetippt hatte, war dann quasi mein erster Entwurf von meinem Skript, war dann somit eigentlich zu Ende. Und dann war es auch eigentlich mal Zeit, die Meinung von anderen zu hören, weil ich war jetzt mal gespannt, was die anderen eigentlich sagen und habe dann mein Skript habe ich dann ein, zwei Freunden geschickt und jetzt möchte ich euch einfach mal die Meinung von diesen Freunden mal einblenden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von beiden das einblenden kann oder nur von einem, werde ich mal schauen, aber hier sind mal die Meinungen von ein paar Freunden von mir, die sich das mal durchgelesen haben. Hi Taha, ich habe gerade dein Skript mal durchgelesen oder dein Konzept und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr spannend. Die Idee, die du dahinter, ich möchte ja nicht spoilern an dieser Stelle, aber die Idee ist sehr interessant. Dann auch noch die Symbolik, die du eingebaut hast und dann die Abläufe, wie du sie beschrieben hast, bestimmt wirkt das mit den Kameraperspektiven und der Musik, die du hinterlegst, auch nochmal ganz anders. Aber allein das, was ich gelesen habe, ist schon sehr, sehr gut durchdacht, klingt sehr gut und ich freue mich auf das Endergebnis. So, nachdem ich das Feedback hier erhalten habe, war ich natürlich glücklich, hat mich sehr gefreut. Aber es gab dann noch ein Problem. Ich meinte ja auch, das war der erste Entwurf, denn wegen Corona musste ich dann einige Szenen noch ändern, beziehungsweise musste ich noch ändern. Ich bin also noch nicht hundertprozentig mit dem zweiten Entwurf fertig, aber es sind nur noch Kleinigkeiten, die ich ändern muss. Und zwar hatte ich immer vorgehabt, dass die Szenen oder die Tage wirklich zu Hause anfangen. Dass ich halt zu Hause die Person filme, aufwachen, Zähne putzen, dies, das, so ganz normal alltägliche Situationen. Aber dank Corona kann ich diese Szenen nicht einfach so zu Hause filmen. Und deshalb wird sich quasi mein Film ein kleines bisschen sich verändern oder die Anfangsszenen werden sich ändern, aber das wird jetzt kein sehr großes Problem sein. Gesundheit geht natürlich vor. So, und damit habe ich dann quasi auch schon meinen zweiten Entwurf und somit ist mein Skript eigentlich auch schon zu Ende. Wie gesagt, ich muss es noch ein, zwei Kleinigkeiten noch ändern und komplett vervollständigen, aber soweit steht eigentlich schon mein zweiter Skript auch bereit. So, und jetzt kann ich euch schon mal Infos geben, wie es weiterlaufen wird. Denn ich hatte ja vorgehabt, bis zum 15. Januar meinen Film eventuell zu beenden, also an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Das wird vielleicht, oder nicht vielleicht, das wird leider höchstwahrscheinlich nicht klappen, sag ich mal lieber doch so. Denn einige wissen schon, ich wurde auf Corona positiv getestet. Das heißt, ich muss 2 Wochen jetzt zu Hause bleiben. Das heißt, bis zum 13. oder so und am 15. ist Bewerbungsschluss und in 2 Tagen kann ich das nicht drehen und dann einfach Dings machen, also einfach mal schneiden. Ich werde mal versuchen, dann eine Mail zu schicken. Vielleicht haben die Verständnis und sagen, jo, du kannst vielleicht ein bisschen, also hast vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Wäre natürlich nice, wenn nicht. Ich meinte ja auch, ich will mir da keinen Stress machen. Ich will, das soll was Gutes sein. Deshalb, wenn ich dann fertig bin, will ich es irgendwie hochladen. Von daher kein Stress. Aber das steht schon einmal fest. Und es gibt noch eine kleine Überraschung. Das nächste Video, das soll mal anders ablaufen. Ich stehe ja bei jedem Video vor der Kamera. Ich erzähle und ich erzähle. Ich möchte aber im nächsten Video euch mal die Personen vorstellen. Eher gesagt mal die Meinung der Personen euch vorstellen, die im Film dann auch letztendlich mitspielen werden. Also die Schauspieler möchte ich euch quasi vorstellen. Ich habe auch schon mit einer Person oder mit einigen Personen mich unterhalten. Die Gespräche nehme ich dann quasi auf. Und im nächsten Video habe ich vor, sehr wenig zu reden vor der Kamera und möchte euch eigentlich nur die Telefonate zeigen. Also das nächste Video wird wie gesagt etwas anders sein. Habe ich vor zumindest, dass es anders sein soll. Und da werdet ihr einfach mal auch die Stimmen hören, wie die Personen sich anhören, die im Film mitspielen werden und was sie eben vom Film halten. Und ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Also es wird auf jeden Fall, es wird spannend sein. Ich muss mal gucken jetzt, wie es mit Corona ablaufen wird. Aber wir schauen mal weiter. So, und das war's dann eigentlich auch mit dem Video. Und wie jedes Video will ich auch dieses Video mit einem Zitat beenden.
Wer aufhört, besser werden zu wollen, hört auf, gut zu sein. Und das war es eigentlich auch mit dem Video. Falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr sie sehr gerne unten in die Kommentare stellen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.